Das ist wirklich eine absolute Sensation. Es gibt sauberes Wasser auf dem Mars. Dass es Wasser gibt, das war ja schon lange klar, aber in welchen Mengen und ob es nutzbar sein würde, das war alles andere als gewiss. Jetzt gibt es aber neue Erkenntnisse und die sind wirklich sensationell. Der Mars Reconnaissance Orbiter hat sogar massive Vorkommen entdeckt. Wie genau und vor allem die Frage aller Fragen, wie ist die Lage auf dem Mars und was bedeutet das für zukünftige Mars-Missionen? Jetzt in Klicks und Science Fiction, herzlich willkommen. Erst einmal vielen Dank an Uwe Schmidt, der uns heute Morgen den Link per Mail geschickt hat. Ja, das sind Meldungen, die das Herz höher schlagen lassen. Der Mars Reconnaissance Orbiter hat tatsächlich massive Eisschichten unter dem Marsboden entdeckt. Wasser, das ist ja schon länger durch zahlreiche Beweise belegt, gibt es in Form von Eis auf dem roten Planeten. 2008 gab es die ersten Fotos, als der NASA Phoenix Mars Lander am 15. Juni, dem 21. Tag seiner Mission, mit seiner Schaufel Eis freilegte. Eine absolute Sensation. Zum ersten Mal war damit klar und sichtbar, es gibt Wasser auf dem Mars in Eisform. Wow, ein absoluter Gänsehautmoment. Zahlreiche weitere Erkenntnisse wurden inzwischen gewonnen, aber zum Beispiel die Entdeckung von flüssigem Wasser wurde im Nachhinein in Frage gestellt. Im Video Kein Leben auf dem Mars möglich hatten wir darüber berichtet. Aber bis heute blieben zahlreiche Fragen offen. Wie viel Wasser gibt es? Ist es sauber genug? Kann es genutzt werden? Denn das ist eine der absolut wichtigen Fragen. Kann eine zukünftige Mars-Mission das Eis auf dem Mars nutzen, um Wasser daraus zu gewinnen? Mit der aktuellen Entdeckung ist die NASA der Beantwortung dieser Fragen näher gekommen. Der Mars Reconnaissance Orbiter fand das Eis an Steilhängen, die durch Marswinde freigelegt worden waren und so kein Staub die Schichten bedeckte. Dadurch konnte er mit seiner High-Rise-Kamera, der High-Resolution Imaging Science Experiment Kamera, Aufnahmen machen, die Beeindruckendes zeigen. Zum einen scheint das Eis sehr klar zu sein, man könnte wahrscheinlich eben reines Wasser daraus gewinnen. Dann ist die Schicht mit knapp 130 Metern sehr dick und diese Schichten, die können jetzt die Klimageschichte des Mars sehr gut nachvollziehbar machen. So kann mit einer Mission zu diesen Stellen in Zukunft auch erkundet werden, ob es Leben auf dem Mars gab oder hätte geben können oder sogar noch gibt. Zitat: Unter etwa einem Drittel der Marsoberfläche befindet sich oberflächennahes Eis, das die jüngste Geschichte des Mars aufgezeichnet hat. So der Hauptautor der Studie Colin Dundas vom Astrogeology Science Center des US Geological Survey. Und eines ist jetzt für die von der Europäischen Weltraumagentur ESA geplanten ExoMars-Mission eine wirklich unglaubliche Erkenntnis. Jetzt ist zum ersten Mal bekannt, in welcher Tiefe sich das Eis befindet, und das ist der absolute Wahnsinn. 1 bis 2 Meter. Und genau in diese Tiefe soll die ExoMars-Mission zum ersten Mal bohren. Sie wird damit ein wichtiger Meilenstein für eine bemannte Mars-Mission, denn dann kann wirklich geklärt werden, ob aus diesem Eis Wasser gewonnen werden kann. Das ist wirklich ein riesiger Schritt für die Raumfahrt. Da kriege ich echt Gänsehaut. Der absolute Wahnsinn. Unfasslich. Ich bin so gespannt, was sich jetzt noch alles aus dieser Entdeckung ergibt. Denn sie bedeutet ja auch, dass eine Mission auch komplett ohne Bohrungen auskommt und an diesen Hängen bis zu 130 Meter in die Tiefe, in den Marsboden blicken kann. Hammer. Wenn ihr keine Nachricht vom Mars verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke, denn nur dann verpasst ihr kein Video. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, außerirdisches Leben auf dem Mars, neue Indizien. Tja, ansonsten würde ich mal sagen, bis dann, bleibt dran.